Hallo ihr Süßen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe leider schlechte Nachrichten erhalten. Die Grenze nach Georgien bleibt noch mindestens bis Ende August zu. Ich nütze diese Zeit, um mich ein bisschen in den Bergen herumzutreiben. Und wenn es mich nicht täuscht, brechen wir heute einen Rekord, denn wir fahren auf 2450 Höhenmeter und so viel ich mich erinnere, war das höchste 2200. Ich bin sehr gespannt, wie die Sanni drauf reagiert, ob sie mit der dünnen Luft mithalten kann oder ob ich ein bisschen tunen muss. Ihr kommt mit und dann finden wir es gemeinsam heraus. Let's go! Guten Morgen! Es hat ungefähr 1660 oder so Höhenmeter hier und ja, da brauche ich mir noch keine Sorgen machen, aber jetzt in den nächsten 15 Kilometern anscheinend fahren wir auf 2400 Höhenmeter. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wo da jetzt nur 900 Höhenmeter herkommen sollen. Aber ja, wir schauen uns das jetzt an und ich bin gespannt, wie es der Sanni damit geht. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil gar so steil ist das ja noch nicht. Okay, jetzt hängen wir hier wieder mal fest. Ich werde jetzt einmal ausprobieren, die Düse zu wechseln und dann schauen, ob wir hier mehr Leistung bringen. Oh Mann. Ja, wir sehen hier schon, dass es noch relativ steil ist. Später haben wir eventuell keine Chance mehr, das zu tun, weil ich in der Steigung dann auch nicht richtig anhalten kann. Ja, das tauschen wir jetzt gleich aus. Wir haben hier eine 66er. Da machen wir jetzt eine 64er einige. 64. Ja, da druckt das Benzin aus, Kinder. Das war's auch schon. Auf 1600 Höhenmeter haben wir normal noch nie Probleme gehabt. Aber ich sehe schon, es ist hier verdammt steil. Das täuscht natürlich voll. Jetzt bin ich gespannt, ob wir einen Unterschied merken. Ja, hoffentlich kriegen wir die Sanni jetzt wieder zum Starten. Komm, Schatz! Bitte! Hopp, Sanni!
anything? No, I hope I can make it's too steep. Yeah, it's too steep. I have We problem. saw that. We saw Yes, that. I Where are have- you from? Yeah, Okay. Switzerland. Ah, I thought by your accent. Can we take a photograph Yes, of you? of course. Would you like to take it? Where do you live? We live in Izmir. Do you know Izmir, Izmir? yes, but it's on the other side. Yeah, yeah. So you have holidays now. Yeah, she's from Sivas. We're going to Sivas right now to Ah. see her family. Sivas. Yeah, I've Sivas. been there. Yeah, yes, that's very good. Yes. And where are you heading to? New Zealand. New Zealand. Yes. From all the way from Switzerland, Yes. Austria to Yes. Central Asia. Yes. Oh, that's very good. Do you have an Instagram account? Yes. That was really nice meeting you. Yes. If you need anything, we can just. Yeah. If you need water or something. No, else. I have water here. Okay. And do you know how long it will be go up? It will be a little bit steeper. Steeper. Yeah. It will be a little bit steeper. I mean, if you need assistance, Yeah. maybe we can pull you a little, but I don't know if it's going to be dangerous. Maybe, but are you in a hurry? No, we got like a lot of time. Because if we can put some of my luggage inside here, it will be easy. Okay. But it takes me anyways maybe another half an hour to go up. Yeah, it will be like 10 minutes, a little bit more steeper, Yes, then it goes down. really. Yeah. Maybe we can put some Yeah, of my okay. bags inside. Your mind, aren't they the hardest ones to climb? Darling, look how far we've come simply by taking it one step at a time. While we were following you, Yes. she said you are not only courageous, but you have the biggest balls. You have the biggest ball because it's just 50 cc. Yes. It's just But 50 that's the idea. Then you have time to see the landscape. Because if you drive faster, you have no time to watch. I've been told now I found your heart of gold. Oh, will I never get? Für die letzten, lass mal überlegen, 17 Kilometer haben wir jetzt 2 Stunden gebraucht. Ja, die Höhenmeter hatten es in sich. Man merkt schon ein bisschen, dass die Sanni schnaufen muss, aber mit der kleineren Düse hat das jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ganz abgesehen davon hat ja Emra und Gül jetzt für uns noch ungefähr 35 Kilo abgenommen. Das hat natürlich bestens funktioniert. Und jetzt haben wir noch 110 Kilometer vor uns auf einer Höhe von ungefähr 1900 Höhenmeter. Das heißt, ich werde jetzt die Düse erst einmal drinnen lassen. Und ja, wie ihr seht, an meiner Nase wahrscheinlich, auf diesen 2400 Höhenmeter, es geht der Wind und es ist relativ kühl. Deshalb mache ich mich jetzt gleich auf den Weg, um die Mittagssonne noch ein bisschen auszukosten. Anything